Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, im Herzenstore öffnen Podcast. Liebe Biene, hallo. Hallo, lieber Benny. Heute sprechen wir darüber, was mit uns Menschen in den unbewussten Phasen der Nacht passiert. Manchmal auch bewussten Phasen. Aber was in der Nacht passiert bei den normalen Menschen, als auch bei sehr spirituellen Menschen. Willst du da wirklich unterscheiden? Also bei normalen Menschen oder soll man nicht bei Das ist eine gute Frage. spirituellen Menschen bleiben? Das ist ein wesentlicher Unterschied. Genau, deswegen möchte ich das schon noch klargestellt haben, dass das ein wesentlicher Unterschied ist. Ja, ein ganz großer Unterschied. Also normalen Menschen, es ist natürlich auch jetzt von der Bewertung, gell? Ja, Ein natürlich. normaler Mensch und ein spiritueller Mensch. Wir wissen ja, dass jeder Mensch spirituell ist. Aber Ein Mensch, der sich nicht mit der Spiritualität bewusst beschäftigt. ja, Würde man so. und ich glaube, der große Unterschied ist auch noch, dass die bewusst spirituellen Menschen sehr wohl wissen, dass in der Nacht sehr viel geschieht und wie es ich auch sehe, weil ich ja meistens nachts arbeite, dass die auch drum bitten. Also die rufen die geistige Welt sehr, sehr oft an, ganz viele Menschen, dass in der Nacht bei ihnen was geschieht. Und das ist natürlich eine Aufforderung, weil auch die geistige Welt darf nur bis zu einem gewissen Punkt ohne Erlaubnis wirken. Und da ist dann auch nochmal der große Unterschied, also das haben wir ja auch schon mal beim Podcast gehabt, um das ein bisschen abzuklären. Wenn jemand die Schritte geht, habe ich die Erlaubnis, bis zu einem gewissen Punkt zu wirken, ohne jedes Mal um Erlaubnis zu bitten und die geistige Welt natürlich noch mehr. Und da geschieht am allermeisten. Weil die geistige Welt darf ja nicht einfach irgendetwas machen, das darf sie gar nicht. Also sie Und braucht die Erlaubnis der Menschen. genau, und ich ja schon gleich auch überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz darf die geistige Welt bis zu einem gewissen Punkt und muss es auch Energie übertragen, sonst würden die Menschen ja sterben. Also die Energie hält uns ja alle Menschen am Leben. Also du meinst ja die Grundversorgung, Die von der du oft Grundversorgung gesprochen hast. von Energie, die muss die geistige Welt überbringen und darf sie natürlich auch. Und das geschieht zum großen Teil in der Nacht, weil einfach da der Verstand wegfällt. Also wenn der Mensch tief schläft, kann Energie am besten aufgenommen werden. Dann wird dann die Lebensenergie übertragen, oder? Die Lebensenergie wird 24 Stunden sozusagen übertragen, also mit jedem Atemzug, den wir tun. Aber es gibt natürlich auch Energien, die bewusst übertragen werden, weil sie übertragen werden müssen, ganz einfach, weil sie den Planeten erreichen, wie zum Beispiel das neonische Licht. Ja. Also ich kann es wirklich gut beurteilen, weil ich gerade im Moment, die persönlichen Essenzen mache. Und da sind ja auch viele dabei, die jetzt Neukunden sind, wo ich mir einen Lichtkörper anschaue und welche Energie sozusagen da dazugegeben wird. Und da ist fast bei jedem das neonische Licht dabei. Und was mich eigentlich auch gewundert hat, aber es ist so die magische Energie. Aha. Das liegt daran, dass wir letztens einen schönen Podcast gemacht haben, oder? Da habe ich natürlich auch dran gedacht, dass die Leute vielleicht auch den Podcast gehört haben. Und es ist ja auch so, dass man, wenn wir Podcast machen, Energie aufnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass die Menschen das einschalten und das einfach nur anhören. Da wird natürlich auch Energie übertragen und ein Bewusstsein geweckt für ein Thema. Und das ist immer wie ein Aufruf an eine Energie. Einladung auch, ne? Ob es jetzt dann wirklich mit dem Podcast zusammenhängt, sei mal dahingestellt, möchte ich jetzt nicht unbedingt behaupten, weil ich es nicht hundertprozentig weiß. Die magischen Energien und die mystischen Energien sind sowieso derzeit sehr stark und das neonische Licht ist sehr stark und jetzt bündeln sich die in Allmacht und diese Allmacht wirkt halt sehr intensiv und wie gesagt, bei bewusst spirituelle Menschen in der Nacht geschieht da ganz, ganz viel. Es hat noch nie, also soweit ich mir das anschaue, ich kann jetzt nur von mir reden in diesen 27 Jahren, es hat noch nie so viel Reisen in die Wirklichkeit gegeben, wie jetzt momentan, so Schulungen für Menschen. Und das findet ja immer mit Aspekten statt. Also das ist jetzt nicht so, dass du geweckt wirst und dann steht jemand vor dir und sagt, jetzt komm,
Jetzt auf die Reise. Gehen wir durch die Tore der Wirklichkeit, durch die Dimensionstore und besuchen das Ashta-Schiff zum Beispiel, sondern es wird sozusagen der goldene Engel in dir, wie sagt man, wie kann man das sagen, aktiviert, bewusst aktiviert, der dann Aspekte verbindet und diese Aspekte gehen dann in die Wirklichkeit. Mit dem Schutzengel zusammen, ne? Mit dem Schutzengel zusammen und je nachdem, wie weit du bist, umso mehr Aspekte können verbunden werden und mit dieser Bündelung gehst du dann eben auf Reisen und da wird natürlich sehr viel gemacht. Aber jetzt natürlich fangen wir schon beim Hauptthema an, bei Schulungen, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, was in den Nächten geschieht, was ich mir halt anschaue, das ist, dass sehr viel Energie übertragen wird, die gerade derzeit für die Neuausrichtung in uns ganz wichtig ist und ganz, ganz viel mit göttlichen Attributen, die mit dabei in diesen Bündelungen sind. Und allen voran, momentan, ist die Vergebung mit dem 5. Element. Und natürlich, wenn man jetzt mit Aspekten auf die Reise geht, das dauert nicht lange. Wenn eine Bündelung von Energien übertragen wird, das ist immer nur ein Augenblick. Ja, also wir nehmen ja Energie mit jedem Atemzug auf. Also dass man das versteht, diese Grundversorgung an Energie ist praktisch immer und mit jedem Atemzug. Aber diese Bündelungen, diese bewussten Übertragungen, die notwendig sind, die dauern ja nur einen Augenblick. Aber sie bleiben dann halt und zirkulieren im Lichtkörper. Also wenn ich da zuschaue, dann kann ich genau sehen, also wo betten sie sich ein, wie betten sie sich ein, betten sie sich gleichmäßig ein, zirkulieren sie gleichmäßig. Das beobachte ich und je nachdem, wenn ich dann sehe, da ist irgendwas, also wie jetzt bei den Tagessatz, also wo ich das auf Facebook geschrieben habe mit der mystischen Energie, da habe ich nachgeschaut, ob das jetzt auch alles wirklich richtig eingebettet wurde und bei Menschen, wo es eben nicht so war, habe ich was gemacht. Es gehört einfach zu meiner Aufgabe. Mhm. Ob ich es jetzt bei Facebook schreibe oder nicht, das mache ich sowieso fast immer. Ja. Und die Reise in die Wirklichkeit mit den Aspekten ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als wie jetzt eine Energieübertragung. Das ist sehr, sehr viel intensiver. Und da passiert ganz, ganz viel, aber auch nicht so von der Zeit, ja, wie wir uns das vielleicht vorstellen, dass die Menschen denken, sie sind jetzt die ganze Nacht auf dem Ashta-Schiff und nehmen da Energie auf oder werden behandelt, das ist auch nur ein Augenblick. Mhm. Aber natürlich ein sehr weitreichender, intensiver und unglaublich ernährender Augenblick. Und wenn die Aspekte zurückkommen, kann man das wirklich sehen im Lichtkörper, was sich da verändert. Also das ist wirklich sehr schön zu sehen. Mhm. Du hast ja über die ganzen Jahre, die wir uns ja kennen, schon immer wieder so kleine Anekdoten gemacht, was nachts so auf den Reisen passiert. Könntest du das mal vielleicht so mal grob anschneiden, was man da nachts für Reisen macht? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn du deine Erlaubnis gegeben hast, also das ist halt wichtig. Ja, das ist, also bei den Schritten und bei den Pionieren und so weiter und so fort, ist ja die Grunderlaubnis da. Also kommt halt drauf an, für was deine Aspekte gebündelt werden, was damit gemacht wird. Also es können zum Beispiel die neuen Energieströme in gebündelter Form eingebettet werden, die so, wenn sie im Lichtkörper sind, nicht möglich ist. Das ist eine Art. Dann können Aspekte auch behandelt werden. Also behandelt im Sinne von, dass ihnen heilende Energie zugeführt wird und sie ausgedehnt wird und dann eben zurückgebracht werden. Das ist möglich. Also das sind so unterschiedliche Sachen, dass man das
Das kann ich jetzt im Einzelnen gar nicht alles aufzählen, aber es gibt ja immer einen Querschnitt von dem, was am meisten geschieht. Und am meisten oder am öftesten und am nährendsten sind Töne, die wie Musik, also so kann man sie im Menschlichen am besten verstehen, die in einer bestimmten Reihenfolge in deinen Lichtkörper eingebettet werden, also in deinen Aspekten. Das ist die intensivste Form der Zuführung von Energie. Auf einer Reise oder während man gar nicht reist, sondern? Nee, auf einem Ashtar-Schiff zum Beispiel. Du redest vom Ashtar-Schiff. Mhm. Genau. Du kannst aber auch noch auf dem Sirius zum Beispiel, da gibt es so Heilungsstationen. Dort können deine Aspekte auch hingebracht werden. Und je nachdem kann jetzt zum Beispiel sehr viel Energie vom Sirius in den Fähigkeitsaspekt gebracht werden. Und das verteilt sich dann auch natürlich in deinem Lichtkörper und du hast plötzlich sehr viel mehr Fähigkeit, Heilungsenergie zu übertragen. Also das sind dann bestimmte Töne, die dir zugeführt werden, die dazu führen, dass du in deiner Fähigkeit ausgedehnt wirst. Das wäre jetzt eine Schulung. Ja? Aber es gibt auch nicht nur Schulungen, sondern es gibt auch Behandlungen. Also dass zum Beispiel ein Erneuerungsaspekt bestimmte Töne zugeführt bekommt und wenn das dann im Lichtkörper verteilt wird, könnte es in Richtung eben Zellbewusstsein gehen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Energiezuführungen oder Aufnahmen, die man im Einzelnen eigentlich gar nicht so benennen kann, aber ich sehe es halt und ich sehe auch, was die Menschen damit machen. Also, dass es tatsächlich etwas bewirkt und im Lichtkörper, sowohl auch im Körperlichen, bei den Menschen etwas ausmacht und etwas auslöst. Nun ist es ja so, dass die meisten Menschen, dass denen das gar nicht bewusst ist, dass sie nachts reisen, ne? Also die meisten tatsächlich. Macht es dann überhaupt Sinn, wenn man sagt, vorm Einschlafen, ich möchte heute Nacht unbedingt dort und dorthin, möchte gern das und das erleben? Oder entscheidet, sobald man eingeschlafen ist, das höhere Bewusstsein von einem selbst, wo man dann doch hinreist? Also zum einen ist es so, dass es immer gut ist, wenn man sowas sagt, weil also eine Energie reagiert halt immer sofort, wenn sie deine Absicht sieht. Und eine Erlaubnis ist ja eine tiefe Absicht. Und dann reagiert eine Energie oder die lichten Wesen, die reagieren ganz anders, wenn sie das sehen. Ja, das ist schon mal das eine. Aber entscheiden tut's die geistige Welt. Also natürlich kannst du Wünsche äußern und sie werden auch beachtet und berücksichtigt beim Prozess. Wenn es an der Zeit ist, dass das tatsächlich auch passt, dann wird es auch geschehen. Aber wenn es nicht passt, eben nicht. Also dann werden andere Dinge gemacht. Und man sollte sich aber trotzdem überlegen, ob man diese Absicht des Reisens auch wirklich äußert, weil es schon so ist, dass wenn man in der Nacht kommt auch darauf an, mit wie viel gebündelten Aspekten man in die Wirklichkeit gegangen ist, am nächsten Tag schon sehr müde sein kann. Also das macht schon im Bewusstsein des Menschen etwas aus, wenn du in der Nacht viel Energie aufnimmst. Ja. Zum Beispiel gibt es auch Träume nach diesen Reisen, ja? Also Transformationsträume, wo dann tatsächlich ein Prozess angestoßen wird zur Transformation oder eine Energie freigegeben wird zur Transformation. Und das können auch erstmal nur Träume sein. Aber, ja, okay, können. Können, ja. Also das, was man vorher sozusagen im Unbewussten gemacht hat oder mit einem höheren Aspekt von sich selbst, führt dann danach zu Transformationsträumen. Ja, kann man schon so sagen, ja. Und das sind ja manchmal ganz wirre Träume, die man überhaupt nicht in Zusammenhang bringt mit dem, was man vielleicht transformieren möchte oder was man vorher im Leben oder in der alltäglichen Situation, was einen belastet oder was
sich als Muster auch bildet an der Oberfläche der Seele oder auch in der tieferen Oberfläche der Seele, ist ja oft gar nicht identisch mit dem, was man träumt. Und da fallen halt viele wieder energetische Komponenten, die verbündeln sich und zusammen. Und das kann oftmals auch aus anderen Inkarnationen sein. Aber weil unser Gehirn auf dieser Ebene der leichteste Weg ist, dass eine Verknüpfung stattfindet mit dem, was er kennt. Deswegen ist es dann oft ein total verwirrter Traum, wo man plötzlich Menschen nimmt oder irgendetwas halt, die man kennt. Aber das hat mit dem eigentlich erstmal gar nichts zu tun, sondern kommt vielleicht aus einer anderen Inkarnation. Ja, also, aber das Gehirn weiß halt nicht, wie es das, also, weißt du, wie ich meine? Ja, es macht oft gar keinen Sinn, was man da wirklich träumt. Ja. Verstand erstmal. Genau. Muss dann tiefer schauen oder tiefer fühlen halt. Ne? Was lag dahinter? Ja, was lag dahinter? Du hast letztes Mal was von kollektiven Träumen gesagt. Das fand ich sehr interessant oder mich interessieren, was du da noch mehr zu sagen kannst. Naja, also wenn jetzt zum Beispiel, also unser Erdenbewusstsein ist ja verknüpft mit uns. Also nichts funktioniert getrennt voneinander. Wir sind ein Teil dessen, von was auf unserem Planeten geschieht. Also wir sind verbunden mit Lady Cheyenne. Und wenn etwas Tiefgründiges oder etwas Wichtiges passiert mit Lady Cheyenne, gibt es auch kollektive Träume davon zum Beispiel. Du hast es ja in einem deiner, ich glaube von Traumfänger von den Produkten, hast du es erzählt, mit diesem Kollektiv. Meinst du das? Also kollektive Träume, ich weiß gar nicht, ob man es so nennen kann. Das ist eher auf Lady Cheyenne bezogen, auf die Transformation zum Beispiel von Lady Cheyenne. Wenn eine Transformation vom Erdenbewusstsein muss ja nicht immer gleich ein Erdbeben zum Beispiel sein. Ja? Es gibt ja auch ganz viele leichtere Transformationen, die aber mit denen wir verbunden sind, weil wir mit Lady Cheyenne verbunden sind. Und dann beginnen wir praktisch mit unserem Bewusstsein, das in unseren Träumen uns sozusagen in dieser Verbindung finden wir uns wieder und transformieren in einem großen Kollektiv. Also der Traumfänger wäre eher etwas von einer kollektiven Energie, die sich bildet, weil so viele Menschen auf eine Situation oder denken mit einer Gewissheit, was in einer Dualität geschieht, ist wirklich. Und dann binden sich da ganz, ganz viele Energien an. Und es ist halt nicht wirklich. Und diese Transformation, wenn jetzt viele Menschen sich da rausziehen, ist wieder eine eigene Transformation. Ein bisschen schwer, gell? Mhm. Ja, ich weiß auch dann immer nicht, wie man es dann so genau erklärt, dass die Leute verstehen. Gell? Unsere Worte sind begrenzt. Und nicht nur die Worte, sondern auch unser Verstand. Wir wollen halt alles verstehen. Voll. Gell? Oder die Menschen wollen Als alles Mensch, ja. verstehen. Genau, und möchten es auch gerne sehen. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Und zwar, die meisten Menschen sagen ja, ich kann mich nicht dran erinnern, was nachts passiert ist auf der Reise. Ist das gut so? Findest du das gut so? Oder sollte man vielleicht sich bemühen, etwas zu verändern, damit man es am Ende vielleicht sieht?